Vor einiger Zeit erschien auf der Streaming-Plattform Netflix eine Serie mit dem Titel Baby Reindeer, die die wahre Geschichte des Schöpfers und Hauptdarstellers erzählt, eines Mannes, der Opfer einer obsessiven und langwierigen Verfolgung wurde. Heute wird so etwas immer häufiger als Stalking bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine bestimmte Form unerwünschten Verhaltens einer Person gegenüber einer anderen. Oftmals löst es Angst, Furcht und starkes Unbehagen aus. In der Regel konzentrieren sich Stalker auf ein bestimmtes Opfer. Meistens werden diejenigen zu Opfern von Stalkern, denen sie besondere Gefühle entgegenbringen oder die sie als ideal betrachten. Allerdings bleiben solche Gefühle meist unerwidert. In diesem Fall besteht das Hauptziel der Stalker darin, das Leben des Opfers zu zerstören und es emotional zu erschöpfen. Trotzdem werden solche Fälle von den Behörden oft ignoriert. Heute werde ich über einen realen Fall von Stalking berichten und darüber, wie weit ein Mensch gehen kann, wenn er nicht rechtzeitig gestoppt wird. Im Gegensatz zu der in der Serie gezeigten Geschichte geht es in diesem Fall um eine Frau, die mehrere Opfer gleichzeitig verfolgt hat. Heute fordern diese Menschen Gerechtigkeit und hoffen, dass diese Frau endlich bestraft wird. Bevor ich zu den wichtigsten Details komme, möchte ich darauf hinweisen, dass alles, worüber ich sprechen werde, auf den Aussagen der Opfer basiert. Mit anderen Worten, solange die Täterin nicht vor Gericht steht, gilt sie zumindest aus rechtlicher Sicht weiterhin als unschuldig. Dies ist also die Geschichte von Rebecca Garcia Alvarez, eine Frau aus Venezuela, die von vielen Opfern als gefährliche Stalkerin bezeichnet wird. Trotz zahlreicher Beschwerden ist sie immer noch auf freiem Fuß. Derzeit ist sie etwa 35 Jahre alt. Obwohl ihr genaues Alter unbekannt ist, wird die Information über ihr Geburtsjahr von mehreren Quellen bestätigt. Den Opfern zufolge wendet sie die unterschiedlichsten Methoden an, um Menschen zu verfolgen und einzuschüchtern. Dabei ist ihr Verhalten stets von Grausamkeit, Aggressivität und Aufdringlichkeit geprägt. Alles begann mit Nachrichten intimer Natur, in denen Rebecca ihre seltsamen Fantasien mitteilte. In ihren Nachrichten tauchten häufig Sätze wie „Du wirst dafür bezahlen, dass du mich abgelehnt hast“ und „Ich werde dich deine Entscheidung bereuen lassen“ auf. Neben den Nachrichten verschickte sie auch unerwünschte Geschenke, sprühte Graffiti in der Nähe der Häuser ihrer Opfer und drang in deren Privatgelände ein. Mit anderen Worten, der Druck, den Rebecca ausübte, war so groß, dass einige der Betroffenen beschlossen, das Land zu verlassen. Trotz zahlreicher Anzeigen bei der Polizei wurden in den meisten Fällen keine wirksamen Maßnahmen ergriffen. Im Laufe der Zeit beschlossen mindestens 6 Personen, über ihre Erfahrungen zu berichten und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu erstatten. Sie hofften, dass dies dazu beitragen würde, die Verfolgerin zu stoppen und Gerechtigkeit zu erlangen. Es ist bekannt, dass die erste offizielle Beschwerde gegen Rebecca im Jahr 2017 eingegangen ist. Dies geschah in der Gemeinde El Altijo, die zu Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, gehört. In der Folge wurden mehrere weitere Anzeigen erstattet, doch laut Angaben der Betroffenen blieb Rebecca weiterhin auf freiem Fuß und verfolgte sowohl ihre bisherigen als auch neue Opfer. Unter ihnen befanden sich auch lokal bekannte Persönlichkeiten wie die Fernsehmoderatorin Eni de Trinidad und die Sängerin, Bloggerin und Influencerin Daniela Barranco. Sie waren jedoch nicht die einzigen, die unter Rebeccas Handlungen zu leiden hatten. So gab beispielsweise eine Frau namens Claudia Aguirre Zabal, auch bekannt als Coco Aguirre, an, seit mehr als 7 Jahren unter Rebeccas Verfolgungen zu leiden. Tatsächlich hatte die Belästigung, der die Frauen ausgesetzt waren, schwerwiegende psychische Folgen für sie, wie zum Beispiel ein ständiges Gefühl der Angst, emotionale Anspannung und Angst um ihr eigenes Leben. Wie bereits erwähnt, führten die Anzeigen bei der Polizei nicht zu den gewünschten Ergebnissen und Rebecca konnte ihre Handlungen fortsetzen und blieb ungestraft. Andy war eine derjenigen, die es leid waren zu schweigen und beschlossen, öffentlich über ihre Erfahrungen zu berichten. In den sozialen Netzwerken teilte sie Informationen darüber, dass Rebecca jahrelang unschuldige Frauen verfolgt hatte. Ihrer Meinung nach arbeiteten die Gesetze Venezuelas nur deshalb zugunsten der Verfolgerin, weil sie ebenfalls eine Frau war. Außerdem erzählte Annie, dass Rebecca sie seit 2020 von verschiedenen Nummern aus angerufen, ihr Nachrichten in sozialen Netzwerken geschrieben, Geschenke an ihren Arbeitsplatz geschickt und sogar eine enge Freundin von ihr verfolgt habe. Später teilte Annies Freundin einige sehr beängstigende Fotos mit ihr. Auf einem davon stand Rebecca auf der Motorhaube ihres Autos, auf einem anderen war ihr Hals mit roten Spuren zu sehen.
Diese Fotos verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und sorgten für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Wie bereits erwähnt, war Daniela Barranco eine weitere Frau, die unter Rebecca zu leiden hatte. Im Jahr 2019 erzählte sie in einem Interview zum ersten Mal, dass sie Opfer von Stalking geworden war. Damals nannte Daniela den Namen der Frau nicht. Sie berichtete lediglich, dass die Unbekannte vor ihrem Haus aufgetaucht sei, Steine gegen die Fenster geworfen und ihr eine Nachricht mit intimem Inhalt geschickt habe. Außerdem betonte sie, dass sie nie eine Beziehung zu ihrer Verfolgerin gehabt habe. Dennoch tauchte diese regelmäßig an Orten auf, an denen Daniela selbst oft zu finden war. Nach einiger Zeit entschloss sich die Sängerin schließlich zu einer offeneren Erklärung und nannte den Namen der Frau, die tatsächlich Rebecca war. Kurz darauf beschloss Daniela nicht nur öffentlich darüber zu sprechen, sondern auch rechtliche Schritte einzuleiten. Insbesondere erstattete sie Anzeige bei der Polizei, woraufhin Rebecca zu einer Vernehmung vorgeladen wurde. Seltsamerweise gab die Frau ihre Schuld zu und es wurde ihr verboten, sich Daniela und anderen bekannten Opfern zu nähern. Wie die Sängerin selbst betonte, gab es zu diesem Zeitpunkt mehrere solcher Frauen, aber Rebecca hatte offenbar nicht vor, damit aufzuhören. Trotz Verboten und Anordnungen verhielt sie sich weiterhin so. An dieser Stelle möchte ich besonders die Worte von Annie hervorheben. Jedes Mal, wenn ich mich an die Behörden wandte und versuchte, meine Situation zu erklären, antwortete man mir, dass man nichts dagegen tun könne. Nach Angaben der Polizei mussten sie auf eine tatsächliche Straftat oder einen schwerwiegenden Gesetzesverstoß warten. Auch das nächste Opfer machte deutlich, dass Rebecca keine Grenzen kannte. Coco erzählte, dass die Frau in einem familiengeführten Reisebüro in einem belebten Viertel von Caracas arbeitete. Ihren Angaben zufolge verschickte Rebecca häufig Nachrichten von den offiziellen Konten dieses Unternehmens. Außerdem tätigte sie aufdringliche Anrufe über das Geschäftstelefon. Ab Februar 2023 begann Rebecca, Coco Auszüge aus ihrem eigenen Buch zu schicken, das sie geschrieben und 2 anderen Opfern gewidmet hatte. Erstaunlicherweise war dieses Buch eine Zeit lang sogar in digitaler Form bei Amazon zum Preis von $22,40 erhältlich. Der Titel lautete in etwa »Für Coco Aguirre«. Es ist offensichtlich, dass der Inhalt dieses Buches beunruhigend war. Darin wurden Szenen körperlicher Aggression, Entführungspläne und Drohungen gegen 2 andere Frauen beschrieben, die ebenfalls Opfer von Rebecca geworden waren. Darüber hinaus wurden in dem Buch ihre Vorgehensweisen detailliert beschrieben, genauer gesagt, wie sie die Frauen verfolgte und wie sie sogenannte Treffen plante. Laut Coco wurde sie mehr als 7 Jahre lang verfolgt. Manchmal kam Rebecca direkt zu ihrem Haus und verletzte ihre Privatsphäre. Darüber hinaus schickte die Frau ihr fast täglich Nachrichten mit intimen Inhalten. Einige davon waren mit Fotos versehen, die direkt in Cocos Haus aufgenommen worden waren. In der Regel enthielten solche Nachrichten die Unterschrift »Der Mörder ist schon im Haus«. Besonders intensiv war die Belästigung im Jahr 2020. Rebecca kam ständig zu Cocos Haus und hinterließ sichtbare Spuren ihrer Anwesenheit. Zum Beispiel sprühte sie Graffiti mit ihrem Namen, Nachnamen und Spitznamen in sozialen Netzwerken. Unter den zahlreichen Veröffentlichungen, die Coco selbst gemacht hat, gab es zu dieser Zeit auch Videos, in denen zu sehen ist, wie Rebecca in ihr Haus eindringt und auf die Motorhaube ihres Autos klettert. Diese Aufnahmen sahen wirklich beängstigend aus. Es ist auch erwähnenswert, dass Coco einmal berichtete, dass Rebecca in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden sei. Sie dachte, dass damit alles vorbei sei. Aber kurz darauf setzte die Frau ihre Aktionen fort. Während dieser Zeit hatten Rebeccas Verwandte mehrmals Kontakt zu Coco. Sie baten sie, Rebecca zu sagen, dass sie einen neuen Partner habe, in der Hoffnung, dass sie dann von ihr ablassen würde. Sie erwähnten auch, dass bei der Frau in der Vergangenheit eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden war. Mit dieser Diagnose erklärte Rebeccas Familie ihr Verhalten. Außerdem ging aus den Nachrichten der Frau laut Coco hervor, dass sie verbotene Substanzen konsumierte. Aber trotz alledem blieb ihre Anzeige bei der Polizei ohne Ergebnis. Die Antwort war immer dieselbe: Wir können nichts tun. Sie hatte kein Verbrechen begangen. Nach Ansicht der örtlichen Behörden sind 30, manchmal sogar 40 Nachrichten pro Tag, illegales Eindringen in das Haus und Drohungen wie »Der Mörder ist schon im Haus« kein ernsthafter Grund für ein Eingreifen. Später tauchte ein weiteres beunruhigendes Indiz auf, das diesmal nicht nur Rebecca, sondern auch ihren Bruder Francisco betraf.
Eine Frau, deren Name nicht bekannt gegeben wurde, berichtete, dass Francisco einmal in einem privaten Club in Caracas gesehen wurde, wo er Kinder auf der Toilette fotografierte. Ihren Angaben zufolge habe er diese Fotos sogar in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Anschließend legte die Frau Screenshots der Veröffentlichung als Beweismaterial vor. Schließlich äußerten die Eltern der Kinder, die Opfer dieser beängstigenden Handlungen geworden waren, ihre große Besorgnis über den Vorfall und forderten die Clubverwaltung auf, ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen. Wie später bekannt wurde, erstellte Francisco häufig neue Konten, um Kinder zu beobachten und schockierende Inhalte zu veröffentlichen. Zum Beispiel Fotos von Schnittwunden an seinem Körper. In einigen Beiträgen erwähnte er auch bestimmte Vereinbarungen mit dem Teufel, was darauf hindeuten könnte, dass nicht nur Rebecca, sondern auch er selbst psychische Probleme hatte. Auch das Verhalten des Mannes gab Anlass zu großer Besorgnis. Augenzeugen zufolge wurde er manchmal barfuß und in äußerst ungepflegtem Zustand auf der Straße gesehen. Als die Polizei Francisco zum ersten Mal festnahm, berichteten Umstehende, dass er einen stechenden Geruch verströmte und offensichtlich keine Kontrolle über seine Handlungen hatte. Den Aussagen zufolge haben Rebecca und Francisco über viele Jahre hinweg Frauen und Kinder verfolgt. Sie drangen illegal in fremde Häuser ein, verfolgten Menschen, machten intime Fotos, fuhren ihren Opfern mit dem Auto hinterher und schickten ihnen Nachrichten, darunter auch Drohungen. All dies ging mit psychischem Druck und der Verletzung persönlicher Grenzen einher. Ein weiteres Opfer von Rebecca war eine Frau, die unter dem Pseudonym Safrina Millennial bekannt ist. Auch sie erhielt Drohnachrichten. Ihren Angaben zufolge schickte Rebecca ihr einen Auszug aus einem Buch, in dem sie offen ihre finsteren Absichten beschrieb, sie zu entführen und zu töten. Außerdem erzählte Safrina von einem konkreten Vorfall, der sich während eines Musikfestivals in Caracas im Jahr 2022 ereignet hatte. Sie war dort als Teilnehmerin an einem der Stände. Irgendwann tauchte Rebecca auf dem Festivalgelände auf und begann um den Stand herumzulaufen, an dem Safrina stand. Nach einer Weile hinterließ sie eine Nachricht. Darin schrieb die Frau, dass sie Safrina mit zu sich nach Hause nehmen und sie ohne Kleidung sehen wolle. Eine Frau namens Andrea Olivieri wurde ebenfalls von Rebecca verfolgt. Ihren Angaben zufolge begann alles mit einfachen Nachrichten, Telefonanrufen und Kommentaren in sozialen Netzwerken. Andrea und Rebecca lernten sich über Tinder kennen. Die Frauen kamen sich schnell näher und verabredeten sich eines Tages in einem Club, in dem beide Mitglieder waren. Wie Andrea später zugab, war es ihr größter Fehler gewesen, Rebecca zu erlauben, sie abzuholen. Schon damals bemerkte die Frau einige Merkwürdigkeiten in ihrem Verhalten. Zum Beispiel hatte Rebecca einen verlorenen Blick. Gleichzeitig waren ihre Handbewegungen abrupt, unnatürlich und, wie sich herausstellte, völlig unkontrolliert. Während ihres kurzen Spaziergangs auf dem Clubgelände schlug Rebecca Andrea beharrlich vor, sich an einen abgelegenen Ort zu begeben, aber sie spürte sofort eine Bedrohung und lehnte ab. Danach wurde Rebeccas Verhalten noch beängstigender. Die Frau begann, Andreas Grenzen zu überschreiten, kam ihr zu nahe und sprach mit einer kindlichen Stimme, als wäre sie etwas älter als 5 Jahre. Schließlich wurde Andrea klar, dass sie es mit einer Person mit ernsthaften psychischen Problemen zu tun hatte. Aus Angst, Aggressionen zu provozieren, beschloss sie, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Das half jedoch nicht. Schließlich sprach Rebecca wieder mit kindlicher Stimme und behauptete, sie habe noch nie geküsst. Als Andrea das hörte, beschloss sie, ihr zuzustimmen. Irgendwann gab Rebecca zu, dass alles, was passiert war, Teil ihres Experiments war. Angeblich lernte sie auf diese Weise Menschen kennen und sammelte Material für ein Buch, in dem sowohl ihre Experimente als auch die Reaktionen ihrer Umgebung beschrieben werden sollten. Nach einiger Zeit schloss sich eine weitere Frau, bekannt als Daniela Belossa, den Aussagen gegen Rebecca an. Sie erzählte, dass sie 7 Jahre lang von Rebecca und ihrem Bruder verfolgt worden sei. Dabei kannte sie die beiden überhaupt nicht. Ihren Angaben zufolge verfolgten Bruder und Schwester sie im Club, bei der Arbeit und sogar in der Nähe ihres Hauses, wodurch sie sich ständig in Gefahr und verletzlich fühlte. Das Schlimmste für Daniela war wohl nicht die Verfolgung selbst, sondern das Gefühl der völligen Hilflosigkeit. Jedes Mal, wenn sie sich an die Polizei oder andere staatliche Stellen wandte, wurde ihr gesagt, dass man nichts tun könne. Bemerkenswert ist auch, dass sich die Polizisten spöttische Bemerkungen erlaubten. Daniela erinnerte sich, wie einer der Polizisten zu ihr sagte: »Bringen Sie diese Verrückte zu uns. Wir haben nichts gegen solche Geschenke.«
Offensichtlich war dies sarkastisch gemeint und zeugte von völliger Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Problem. Irgendwann wurde Daniela klar, dass sie nicht länger in Angst leben konnte, und sie beschloss, das Land zu verlassen. In einer ihrer Aussagen erwähnte Daniela, dass Rebecca sie wahrscheinlich in dem Sportclub bemerkt hatte, den sie fast täglich besuchte. Obwohl die beiden Frauen dieselbe Schule besucht hatten, hatten sie nie miteinander gesprochen. Ihr erstes Treffen fand viele Jahre später auf einer Party statt. Damals kam Rebecca auf sie zu, um sie zu begrüßen, aber Daniela wusste nicht einmal, wer sie war. Später warf Rebecca ein Glas mit einem Getränk nach ihr und packte sie am Arm. Trotzdem gelang es Daniela zu fliehen, und von diesem Moment an begann eine intensivere Verfolgung. In einem dieser Fälle schlug Rebecca der Frau mit einem Handtuch auf das Gesäß, was gelinde gesagt seltsam war, da sie sich kaum kannten. Während dieser Zeit bat Daniela Rebecca mehrmals, sie in Ruhe zu lassen, aber diese ignorierte sie. Sie sagte nur seltsame und beängstigende Dinge wie „Hab keine Angst, ich werde dich diese Woche nicht umbringen" und deutete an, dass sie die Autokennzeichen aller Mitglieder ihrer Familie kenne. Zweifellos löste all dies starke Angst und Anspannung aus. Bereits zu Beginn der Ermittlungen versuchte Daniela Rebeccas Familie zu kontaktieren, in der Hoffnung, dass sie aufhalten könnten. Schließlich bestätigten die Verwandten der Frau, dass bei ihr mehrere Störungen diagnostiziert worden waren, darunter Schizophrenie, bipolare Störung und Persönlichkeitsstörung. Außerdem gaben sie an, dass Rebecca illegale Substanzen konsumierte, ihre verschriebenen Medikamente nicht einnahm und den Bezug zur Realität verlor. Soweit ich weiß, wurde die Frau in der Vergangenheit tatsächlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Doch selbst in dieser Situation fand sie immer einen Weg, ihre Verfolgung fortzusetzen. Laut Daniela stahl Rebecca Telefone von Klinikmitarbeitern und verschickte damit Drohungen. Auch Rebeccas Bruder Franziskus verfolgte die Frau. Er kam mehrmals zusammen mit seiner Schwester zu ihr nach Hause. In der Regel standen sie vor der Tür und riefen Sätze wie „Wir beobachten dich ständig, versuch gar nicht erst, dich zu verstecken." Im Jahr 2018 verließ Daniela das Land, um sich vor Rebecca zu schützen. Zunächst ließ die Verfolgung zwar etwas nach, hörte aber nicht ganz auf. Etwa ein Jahr später kehrte Daniela nach Venezuela zurück, und Rebecca meldete sich wieder zu Wort, indem sie in ihr Haus eindrang. Als Daniela erkannte, dass die Situation immer gefährlicher wurde, fasste sie den endgültigen Entschluss, nach Spanien zu gehen. Aber auch dort fühlte sie sich nicht sicher. Als sie bereits dort war, erhielt sie eine Nachricht von Rebeccas Mutter, in der stand, dass die Frau ebenfalls in Spanien sei. Einige Zeit später berichtete der venezolanische Journalist und Schriftsteller Diego Vega, bekannt für seine Veröffentlichungen im Rahmen des Projekts Chroniken von Caracos, in einem Artikel mit dem Titel „Eine Geschichte, an der ich lieber nicht beteiligt gewesen wäre" über diesen Fall. Darin beschrieb er eine Episode im Zusammenhang mit Rebecca, nämlich einen Unfall, der sich 2019 ereignet hatte. Laut Diego geschah alles in Caracas. Rebecca fuhr in ein anderes Auto und floh vom Unfallort. Später wurde sie auf dem Avenida Libertador gefunden. Es stellte sich heraus, dass sie erneut die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte. Bei einer Durchsuchung wurden bei ihr 3 Gramm einer verbotenen Substanz gefunden. Trotz der Schwere der Situation verbrachte Rebecca nur eine Woche in Haft. Auch damals gab ihre Familie an, dass sie unter schweren Problemen litt, insbesondere unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Auf dieser Grundlage gelang es ihnen, ihre Freilassung zu erreichen. Was das Opfer der Verfolgung betrifft, von dem in Diegos Artikel die Rede war, so wurde dessen Name zunächst nicht genannt. Später präzisierte der Journalist jedoch, dass er von Daniel Belos sprach. Nach der Veröffentlichung dieses Artikels begannen viele, ihre Geschichten und Informationen über Rebecca, ihren Bruder und ihre Familie insgesamt zu teilen. Dank der Berichte der Opfer wurde deutlich, wie genau Bruder und Schwester vorgingen. Rebecca verfolgte hauptsächlich Frauen, obwohl es auch Fälle gab, in denen sie Männer verfolgte. Franziska wiederum verfolgte neben Frauen auch Kinder. Der ständige Druck dieser Personen führte dazu, dass mehrere Opfer das Land verließen. Dieser Fall zeigt, wie ernst das Problem des Stalkings sein kann. Oft beginnt alles mit einfachen Nachrichten, aber wenn man dem nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkt, kann die Situation schnell außer Kontrolle geraten. Es ist wichtig, dass die Opfer von Stalking nichts geheim halten und über das Geschehene berichten. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Polizei und andere staatliche Stellen tatsächlich die notwendigen Maßnahmen ergreifen und die Betroffenen schützen.
Gerade die Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit bei den Opfern und schafft ein Gefühl der Straffreiheit bei den Stalkern. Besondere Aufmerksamkeit verdient natürlich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Genetik und kriminellem Verhalten. Dies ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, das seit langem von verschiedenen Experten diskutiert wird. Derzeit kann man mit Sicherheit sagen, dass genetische Faktoren die Veranlagung eines Menschen für bestimmte Störungen oder Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen können. Kriminelles Verhalten an sich entsteht jedoch immer unter dem Einfluss einer Vielzahl von Faktoren. Im Fall der Familie Garcia kann man nur vermuten, dass die Vererbung eine gewisse Rolle gespielt hat. Zumindest zeigen sowohl Rebecca als auch ihr Bruder Francisco ähnliche Verhaltensmuster. Beispielsweise verbreiten sie Angst, verletzen persönliche Grenzen und haben, den Aussagen der Opfer zufolge, emotionale Freude daran. Abgesehen von einer möglichen genetischen Veranlagung könnten jedoch auch die Erziehung, das Umfeld und persönliche Traumata einen großen Einfluss gehabt haben. Die einzige Person, die in irgendeiner Weise auf die Welle der Enthüllungen und Kritik reagierte, war Rebeccas Tante Franziska. Sie veröffentlichte einen offenen Brief, der in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde und in dem sie versuchte, das Verhalten ihrer Neffen mit erblichen Problemen zu erklären. In diesem Brief ging es hauptsächlich um Rebecca. So habe sie laut ihrer Tante angeblich von ihrer Mutter eine bipolare Störung, eine Borderline-Störung sowie eine Funktionsstörung des Gehirns geerbt. Außerdem erklärte die Frau, dass Rebecca und ihr Bruder umfassende psychiatrische Hilfe benötigten. Die Behandlung in psychiatrischen Kliniken sei jedoch zu teuer gewesen. Mit anderen Worten, die Familie Garcia war einfach nicht in der Lage, die Behandlung zu bezahlen, die bis zu $1.000 pro Woche kosten konnte. Darüber hinaus erklärte die Frau, dass jedes Mal, wenn Rebecca in die Klinik gebracht wurde, die Ärzte nichts anderes tun konnten, als sie in einem Zimmer einzusperren und sie vorübergehend mit starken Medikamenten zu beruhigen. Außerdem bestätigte die Tante, dass Rebecca verbotene Substanzen konsumierte, unter Wutanfällen litt und aggressives Verhalten zeigte, das sie als nahestehende Verwandte selbst mehrmals beobachtet hatte. Trotz alledem drückte die Frau in ihrem Brief ihr Mitgefühl für ihre Nichte aus. Offensichtlich neigte sie als Mitglied der Familie Garcia dazu, Rebecca zu verteidigen, anstatt sie zu verurteilen. Interessanterweise wurden in einer Zeugenaussage die Worte von Rebeccas Lehrerin erwähnt, die sich daran erinnerte, dass sie bereits in ihrer Schulzeit aggressives Verhalten gegenüber ihren Klassenkameradinnen gezeigt hatte. Damals deckte ihre Tante, die eine hohe Position in der Schule innehatte, sie in jeder Hinsicht. Das wohl wichtigste Ereignis war jedoch, dass die Staatsanwaltschaft nach vielen Jahren der Beschwerden über Rebecca endlich die Einleitung einer Untersuchung aller Fälle von Belästigung und Schikanierung ankündigte, die zuvor unbeachtet geblieben waren. Gleichzeitig versprachen die Behörden, dass alle Schuldigen für solche Vorfälle bestraft werden würden. Dies geschah jedoch erst, nachdem die Geschichte große Aufmerksamkeit erregt hatte. Einige Tage später begann die Staatsanwaltschaft, offizielle Aussagen der Opfer aufzunehmen. Schon damals war klar, dass es von der Anzahl der Zeugenaussagen abhängen würde, ob es gelingen würde, all das zu stoppen, was über einen so langen Zeitraum hinweg geschehen war. Derzeit beschäftigt viele nur eine Frage: Befinden sich Rebecca und ihr Bruder in Venezuela? Angesichts der Tatsache, dass die Familie Garcia ein Reisebüro und Verbindungen ins Ausland, insbesondere nach Spanien, hat, besteht die Möglichkeit, dass Bruder und Schwester das Land bereits verlassen haben. Ende April 2024 veröffentlichte dieselbe Tante der Frau ein Foto, auf dem Rebecca und Francisco zu sehen waren. Dies löste eine neue Welle von Fragen darüber aus, wo genau sie sich befinden und ob sie zur Verantwortung gezogen werden. Die Antworten auf diese Fragen ließen nicht lange auf sich warten. Bereits am 14. Mai desselben Jahres wurde bekannt, dass Rebecca und Francisco von der spanischen Polizei festgenommen worden waren. Zu diesem Zeitpunkt lag den lokalen Behörden noch kein gültiger Haftbefehl der venezolanischen Staatsanwaltschaft vor, aber nachdem sie aufgespürt worden waren, wurden sie isoliert und unter Bewachung gestellt. In den Medien wurde berichtet, dass sie in ein Gefängnis gebracht worden seien, wo sie auf die Entscheidung über ihre Auslieferung warten würden. Zweifellos ist es in solchen Fällen äußerst wichtig, dass jeder ähnliche Fall an die Öffentlichkeit gelangt. Eine breite Öffentlichkeit kann den Opfern helfen. Wenn sie persönlich etwas Ähnliches erleben und verfolgt werden, schweigen Sie nicht, sprechen Sie darüber.
Dieser Schritt kann nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben anderer verändern. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.